Mein Name ist Benjamin Ugunyembula. Ich bin seit 2010 bei der MGM und bin in der Rolle als Business Analyst und verantwortlich für die funktionale QA. Okay, nach meinem Abitur 1997 habe ich Elektrotechnik in München studiert, darauf aufbauend einen Studiengang zum Master of Systems Engineering, um mehr Richtung Projektmanagement, Prozesse zu gehen. Meine erste Arbeitsstellung war in einem Beratungsunternehmen, wo wir Entwicklungsprozesse gerade speziell für Softwareentwicklung im Automobilbereich untersucht haben. Dort war ich bei unterschiedlichen Kunden. Nach 2, 3 Jahren habe ich dann mich bei der MGM beworben, weil ich noch ein bisschen mehr Richtung Prozessanalyse mich entwickeln wollte und habe da letztendlich vor 8 Jahren gestartet. Man kann schon sagen, dass es eine gewisse Routine gibt. Sehr häufig bin ich in Gesprächen mit den Kunden, am Telefon oder in Meetings. Was die Routine ein bisschen aufbricht, sind die Fahrten zum Kunden. In der Regel einmal in 2 Wochen bin ich für ein paar Tage dann direkt beim Kunden. Das lockert es ein bisschen auf und macht die Sache dann auch interessant. Das Team, wo ich aktuell drin bin, kann man sagen, dass es ein mittelgroßes Team ist mit bis zu 20 Mitarbeiter allein bei MGM, was die Sache auch interessant macht, auf unterschiedlichen Standorten, in Grenoble, in Prag, in Berlin. Da hat man letztendlich auch mal die Möglichkeit, die Kollegen dann vor Ort zu besuchen, was die Sache auch interessant macht. Beim Kunden sind wir eingebettet in einem Projektteam, wenn ich mal so grob überschlägig das sagen kann, vielleicht bis so 40 bis 50 Personen. Die Interaktion mit dem Kunden ist sehr angenehm, was für MGM auch typisch ist, relativ langfristige Kundenbeziehungen, und da kann sich über die Monate, teilweise auch Jahre, auch eine intensive Kunden- und Auftragnehmerbeziehung entwickeln. In meinem beruflichen Alltag arbeite ich am meisten mit Jira und Confluence. Jira als Ticketsystem, um letztendlich die QA zu koordinieren und den ganzen Entwicklungsprozess. Confluence, um Testdokumentation zu erstellen, um fachliche Anforderungen aufzuzeichnen. Was vielleicht noch zu erwähnen ist das Add-on von Jira X-Ray, wo wir unsere Testtickets koordinieren, aufbauen und erstellen. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, was mir bei der MGM sehr gut gefallen hat, da die letztendlich Engagement und Leistungsbereitschaft würdigen, und in dem Sinne hatte ich da eigentlich eine ganz gute Entwicklung hingemacht. Also ich habe mehr und mehr halt Erfahrungen sammeln können und habe dementsprechend auch von dem Verantwortlichkeitsbereich immer mehr noch hinzubekommen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich letztendlich dann in den Projekten bei MGM habe wachsen können. Und es wurde dann auch nicht langweilig. Von der Konstellation her war ich die letzten Jahre überwiegend im E-Commerce-Bereich tätig als Business Analyst, habe aber dann angefangen von Testen, nach und nach halt auch verschiedene Bereiche kennengelernt und bin jetzt aktuell in der Position, wo ich auch ein Kleinteam führe. Was ich sehr wertvoll bei MGM finde, ist, dass es recht menschlich zugeht und dass eine hohe Wertschätzung den Kollegen gegenüber. Und das empfinde ich als sehr angenehm. Ja, ich denke Weiterentwicklung, zum einen geprägt durch das Eigenengagement des einzelnen Mitarbeiters, kann man das entsprechend steuern. Man hat die Mitarbeitergespräche, wo die Weiterbildungsmaßnahmen für ein Jahr festgelegt werden. Darüber hinaus werden dann letztendlich im Projekt ja, Bedarfe identifiziert und entsprechend dann auch dann angegangen.
Ja, was MGM ja recht wichtig ist, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Dementsprechend wird im Projekt schon darauf Wert gelegt, dass man in regelmäßigen Abständen sich mal größer, mal weniger groß trifft. Wir haben einmal im Monat ja, Projektmeetings, wo sich das gesamte Team dann trifft. Leider, da wir recht verteilt sind, klappt es nicht immer vor Ort, sondern über WebEx. Dann gibt es kleine Geschichten, wie dass wir dann ein Projektfrühstück machen. Zu gegebenen oder größeren Anlässen gibt es dann natürlich auch größere Events, wo dann halt auch nicht gescheut wird, dass man dann das verteilte Projekt dann an einem Ort zusammenbringt und dann was Schönes macht. Okay. Was mich überrascht hat, war der Wachstum bei MGM. Als ich angefangen habe bei MGM, waren wir über die verschiedenen Standorte knapp 100. Jetzt sind wir allein in München schon über 200 Mitarbeiter. Das ist schon ja, eine Entwicklung, die ich in der Form jetzt nicht erwartet hätte. Das Besondere an MGM, denke ich, ist die gewisse Wärme und Menschlichkeit, die einem da entgegenschlägt. Also man hat letztendlich das Gefühl, dass man sich als Person wertgeschätzt sieht. Das erkennt man zum einen daran, wie die Büroräume gestaltet sind, dass wirklich auch Energie dran gesetzt wird, das den Kollegen so schön wie möglich zu machen. Und man fühlt sich ja, wie in einer großen Familie. Die Möglichkeit, sich über die Jahre hinweg weiterzuentwickeln. Man hat die Option, in unterschiedlichen Bereichen bei MGM reinzukommen. MGM hat 3 verschiedene Standbeine. Das ist einmal E-Commerce, einmal öffentliche Auftraggeber und Versicherungen. Und je nachdem kann man halt dann auch im Rahmen seiner Tätigkeit in verschiedenen Bereichen auch unterkommen. Und es ist einfach angenehm bei MGM zu arbeiten, wegen den Kollegen.